Frau ansprechend verpackt, waren schon immer geeignet, Männer gewissermaßen aus der Bahn zu werfen. Um dabei etwas nachzuhelfen, gibt es das Korsett. Doch einige Frauen wollen mehr. Tightlacer werden sie genannt. Sie tragen Korsetts rund um die Uhr. Ihr Ziel? Eine extreme Wespentaille. Ich trage jetzt seit 3 Jahren Korsetts, und zwar Tag und Nacht. Und mein Ziel ist, auf 38 cm Tailleumfang zu kommen. Korsetts sind besonders in der Fetischszene beliebter denn je. Die Models hier tragen aber nach wie vor 90, 60, 90. Kurven ja, Tortur nein. Das findet auch der Korsettmacher Jeroen van der Klies. Auf ein bestimmtes Moment sagt man noch von, oh, das ist schön. Und dann ist die nächste Frage, kannst du noch atmen? Für mich ist eine schöne Form genügend. Man kann das noch weitermachen, aber ist das notwendig? Aber für Tightlacer ist das Schnüren gleichzusetzen mit Leistungssport. Die Taille soll schließlich bewundert werden. Dafür nehmen sie sogar gesundheitliche Risiken in Kauf. Sie ist auf alle Fälle abhängig von dem Korsett. Sie trägt es seit über 3 Jahren, das heißt, der Muskelschwund ist schon erheblich. Korsettträgerin Michelle kann sich ein Leben ohne Mieder nicht mehr vorstellen. Selbst beim Schwimmen bleibt die 23-Jährige eingeschnürt. Die Verkäuferin lebt in Marzahn. Normale Kleidung möchte Michelle gar nicht mehr tragen. Daher näht sie sich ihre Korsetts mittlerweile selbst. Die Korsetts sind keine modischen Accessoires. Sie sind ihr Lebensinhalt geworden. Mittlerweile hat sie über 20 davon. Ich nähe Korsetts seit 2 Jahren und durchschnittlich arbeite ich an einem Korsett 8 bis 9 Stunden zusammengerechnet. Auch Michelles Wohnung verrät sofort ihr Hobby. Korsetts, wohin das Auge blickt. Austausch und Bestätigung findet sie aber nur im Internet. Auf ihrem YouTube-Channel hat sie 600 Fans, die begeistert verfolgen, wie Michelles Taille schrumpft. Doch ihr persönliches Umfeld sieht die Leidenschaft kritisch. Meine Familie reagieren eher negativ. Die finden es nicht so schön, dass ich mich eng einschnüre, weil die denken, ich würde mich in meinen Körper zurichten, und ich sage, nee, ich richte nicht meinen Körper zu. Denn Rauchen und Alkohol trinken ist auch nicht das Gesündeste. Somit ist das Korsett jetzt auch nicht das Gesündeste, aber wiederum auch nicht ungesund. Denn genau wie zum Beispiel mit den Organen, die quetschen nicht, sondern werden in anderen Platz verschoben, so wie in einer Schwangerschaft. Das Kind braucht ja auch Platz, und ich habe mein Ziel halt erreicht. Ich möchte gerne auf 38 cm kommen, und das wird sich auch nicht ändern. Was die dazu denken und sagen, ist deren Ding. So steht Michelle in Berlin zumindest mit ihrer Leidenschaft alleine da, auch wenn sie in der Internet-Community keine Unbekannte ist. Via Facebook wird ein Designer auf Michelle aufmerksam, der Korsettmacher Jeroen van der Klies. Er ist ständig auf der Suche nach Models, die in seine schmalen Kreationen passen. Die beiden schreiben sich regelmäßig, gesehen haben sie sich aber noch nie. Mit ihren 43 cm Taillenumfang findet Michelle, der Designer sollte in seinem Atelier persönlich Maß nehmen. Dafür nimmt sie auch die weite Anreise in Kauf. Und ins Gepäck kommen natürlich ihre Lieblingskorsetts. Mein größtes Vorbild ist Jeroen van der Klies, ist auch ein Korsettmacher. Und ich habe auch gehört und auch schon viel gelesen, dass viele Korsettträgerinnen von ihm schwärmen tun. Und ich schwärme seitdem auch von ihm, weil ich selbst auch Korsetts schneidere, und seine Korsetts sind einfach klasse. Ihr Designervorbild lebt in Amsterdam und ist Gründer des Labels Bizarre Design. Und bizarr, das trifft auf Jeroen van der Klies sicher zu. Der Korsettmacher war einst selbst Korsettträger. In den 80ern nannte er sich Sandra und schneiderte sich die Mieder selbst auf den Leib. Wenn einer was von der weiblichen Figur versteht, dann er. Heute näht er für Kunden aus aller Welt. So schneidert er unter anderem für Dieter von Thies oder Korsettmodels wie Lara Aimee. Ich versuche Korsett zu machen in alle möglichen Formen. In Material, in Schnitt, kleine Taillekorsetts bis ganz Körperkorsetts, Korsetts für die Haute Couture oder Korsetts für die Hardcore Fetish. Lara Aimee ist ein ganz großer Jeroen van der Klies-Fan. Seine Korsetts brachten das Model überhaupt dazu, ihren Taillenumfang auch privat zu trainieren, sprich zu reduzieren. Doch bei Lara steht die verführerische Figur im Vordergrund. Auf ihre Kurven möchte sie nicht verzichten. Heute ist sie für ein Fitting beim Korsettmacher. Sein Label gibt es nun seit 25 Jahren und das will gefeiert werden mit einer entsprechenden Show.
Und Lara ist natürlich dabei. Ich habe vor, ich denke mal, 2-3 Jahren angefangen, Korsetts zu tragen. Ich war erstmal nur neugierig, weil ich immer dieses Gefühl von Enge mochte, weshalb ich mir in einem billigen Gothic-Shop mein erstes Korsett gekauft habe. Keins wie die von Jeroen. Es drückte etwas. Als ich dann von seinen Korsetts hörte, dachte ich nur, wenn ich eins von denen tragen könnte, wäre ich für immer glücklich. Auftritt Michelle im Atelier des Meisters. Von dem Mann, der schon die schmalste Taille der Welt eingeschnürt hat, erhofft sie sich Tipps und Anerkennung. Ihre Selbstversuche beurteilt er freundlich diplomatisch. Ihre Korsetts denke ich, dass ich da so eine Änderung in die Schnitt machen werde. Da habe ich auch ihr erklärt, was sie versuchen kann, um zu ändern, sodass die Schnitt etwas runder und besser eine Körperform hat. Eine große Ehre. Jeroen nimmt auch gleich Maß. Er will das passende Korsett für Michelle finden. Sie hat große Erwartungen an den Designer. Ich fühle mich auch nicht wirklich eingeschnitten zu sein jetzt, bin ich ehrlich. Auch das zweite sitzt nicht so richtig. Also ich fühle mich schon mehr eingeschnürt, aber noch nicht so eingeschnürt wie bei Mike. Sie ist schon ziemlich sicherlich ein Extremfall. Und das ist auch deutlich, was sie will. Sie will weitergehen, sie will dann enger geschnürt werden dann Katie Jung. Und sie will dann eine extrem schmale Taille erreichen. Und Katie Jung hat aktuell die schmalste Taille der Welt. Mit 38 cm Taillenumfang hat sie bereits die Maße, die Michelle unbedingt erreichen will. Das dritte Korsett ist nur noch einen Schritt vom Weltrekord entfernt. Oh, das reicht langsam. Jeroen sieht aber schon jetzt Folgeschäden. Grenze erreicht. Geht es? Ja. Es ist aufgefallen, dass ihre Haltung einigermaßen steif ist. Und sicherlich, wenn das Korsett abgenommen ist, steht sie ein wenig nach vorne. Mit das Korsett bewegt sie ein wenig steif. Dennoch, heute steht ja Jeroens Jubiläumsshow an und Michelle darf mit auf eine Party der ganz besonderen Art. Dresscode extrem außergewöhnlich, denn Wasteland ist die Megaparty für Lack- und Latex-Fetischisten. Hier darf nur die Creme de la Creme der Paradiesvögel rein. Jährlich findet die selbsternannte wildeste Fetischparty in Amsterdam auf einem Hallengelände statt. Und Jeroens Party soll in wenigen Stunden genau hier steigen. Michelle ist endlich unter Gleichgesinnten, genießt die bewundernden Blicke. Hier kann sie endlich frei sein. Sie wird nicht angestarrt, sondern angehimmelt. Backstage trifft Michelle sogar auf andere Korsettträger. Für eine Nacht ist sie der Star, denn selbst die Models beneiden Michelle um ihre Taille und fragen sie nach ihrem Training aus. Jeroens Korsettshow ist natürlich das Highlight. 30 Models zeigen Kreationen für alle Figuren und Michelle durfte einige von ihnen sogar heute schon tragen. Ein unvergessliches Erlebnis. Zurück im Berliner Alltag hat Michelle einen Termin bei einem Wirbelsäulenspezialisten. Er will Michelles Mikrotaille begutachten. Michelle weiß aber jetzt schon, für sie kommt ein Aufhören nicht in Frage. Der Arzt zeigt aber, was das jahrelange Einschnüren für Folgen hat. Sie ist auf alle Fälle abhängig von dem Korsett. Sie trägt es über 3 Jahre. Das heißt, man kann nicht das Korsett von einem Tag auf den anderen absetzen, sondern nur kurzzeitig und dann nur zu Zwecken des Trainings für die Muskulatur. Und das ist ein schrittweiser Prozess, der dann wieder dazu zurückführt, dass man dann ohne Korsett auch ganz normale Bewegungen machen kann. Wie weit man das treibt, ja, gut, dass man dann irgendwann vielleicht gar nicht mehr irgendwie aus dem Haus kommen kann, weil man eben schon nach wenigen Schritten aus der Puste gerät, ja, und dann letztendlich darauf ganz verzichtet. Das ist eine Entscheidung desjenigen selbst.
Ich kann mir jetzt nicht bildlich vorstellen, am nächsten Tag ohne Korsett zu leben. Das ist einfach schon ein Teil meines Lebensabschnitts geworden und ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen. Denn nach Amsterdam weiß sie, wie es sich anfühlt, ein Star zu sein. In der Fetischszene wird sie nicht kritisiert, sondern bewundert.